hier sitzen wir jetzt. Wir machen eine kleine Zusammenfassung, was denn diese Woche abging. Oder? Ja, das machen wir. Das machen wir und wir fangen an mit... Du hast doch gerade was gekriegt. Vielleicht mit dem Besuch, den wir gekriegt haben? Oder haben wir vorher schon was gehört? Erst haben wir die Terrassentür gemacht, oder? Das war als erstes. Genau. Weil ich sage immer wir, aber es ist natürlich allen klar, dass du die Terrassentür gemacht hast. Ja. Kommt das Fenster wieder raus. Das Gute ist ja wirklich mit diesem Karmsgriff, dass man einfach diese 6 Schrauben dann löst, dann kriegt das Fenster komplett raus. Und dann kommt hier eine Terrassentür rein. Die steht hier um die Ecke. Ja, wird ein bisschen frickelig, weil man sieht ja hier die Höhe. Ne? Das sind, glaube ich, 2 Meter und was sind das? 2,5 Meter oder 2,10 Meter, dass ich halt genauso rauskomme. Mit Rahmen ist die Tür halt 2 Meter. Der Bodeninnenaufbau, der ist halt viel höher. Ne? Der ist halt bis hier. Das heißt, wenn ich die Höhe annehmen würde von innen, würde ich hier gegenkommen, kriege ich die Tür gar nicht auf. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Guter Mac-Spruch ist ja, why use Windows when there is a door? Da sieht man die schöne 145er Dämmung, die uns wirklich einen warmen Innenraum über den Winter beschert hat. Wirklich gut. Hast du auch nicht hier dieses Juck und Kratz, ne? Weil das ja alles Holzfaser ist. Richtig schön. Aufpassen, dass die Alter. Ja, da ist einiges mal an. Ich glaube, hier oben klemmt er richtig an weg. Also erst hast du die Terrassentür gemacht. Willst du dazu was sagen? Ja, Terrassentür habe ich eine bestellt. Das Problem war halt, ich wollte die auf die gleiche Höhe vom Fenster haben, aber ich musste die so tief einbauen, dass ich dann unten halt irgendwie so einen Doppelabsatz habe, irgendwie so 2 Stufen. Das kann man ausgleichen, nur die Tür selber ist so hässlich. Die passt halt gar nicht zu diesen schönen Fenstern. Ich habe das Fenster halt ausgebaut und dachte, jetzt kommt die Tür rein und sieht alles schön aus. Dann habe ich das Türloch vorbereitet. Und die Tür selber ist, ich weiß nicht, so ein bisschen aus wie Personaleingang, beziehungsweise wie so ein Schrebergarten. Die ist dreifach verglast, also die ist auch dicht, die ist wunderbar, ne? Aber die gefällt uns vom Design überhaupt nicht. Und dann halt mit dieser Doppelstufe unten, weil ich so weit runter musste, damit ich halt oben die Tür aufkriege von dem Überstand von dem Dach, musste ich halt genau rauskommen. Also das war ein Gefrickel und jetzt haben wir uns entschieden, eine maßgefertigte Tür jetzt zu bestellen. Die kommt dann irgendwann im Juni und dann kommt die da rein mit dem gleichen Design, wo wir auch diese schönen klassischen Fenster haben. Und ja, jetzt haben wir erstmal eine Tür drin und das ist natürlich richtig gut, ne? Wenn man jetzt einfach rein und rausgehen kann von Küche, Terrasse. Wir haben es ganz schön windig gehabt die ganzen Tage, kalten Wind, ne? Möchtest du was zu dem Wind sagen? Ich möchte nur sagen, dass wir jetzt Windschutz haben. Und das ist total schön. Und dann haben wir noch Besuch bekommen. Und das müsstest du eigentlich sehen. Deine Kumpels von früher, ne? Ihr kennt euch schon wie lange? Ja, schon sehr lange. Ich glaube seit den 90ern, Anfang 90er. Also gut 35 Jahre, 36 Jahre. Keine Namen. Mit Holly noch drauf. Das war unsere Skateboard-BMX-Zeit auf dem Opernplatz Hannover, wer es kennt. Also ist richtig lange her. War eine richtig schöne Zeit, haben über alte Zeiten auch gesprochen. Aber war ein schönes Treffen auf jeden Fall. Und
Ja, das war ein netter Besuch. Und dann haben wir, beziehungsweise Frederik hat angefangen, unser Hochbeet zu bauen. Und zwar, was gibt's da zu sagen? Upsi. Ja, ich lege eigentlich immer los. Ich habe da nie so einen richtigen Plan. Der ist eigentlich nur im Kopf. Also ich entscheide dann immer so intrinsisch, wenn man das so sagen kann, was denn so anliegt an dem Tag. Und dann fange ich an zu bauen.
Und dann haben wir überlegt, okay, wenn wir das jetzt gebaut haben, wie schützen wir das unbehandelte Holz? Also wie man sieht, habe ich das ganze Hochbeet geflemmt. Warum? Wir haben uns überlegt, wie kann man das am besten schützen, das Holz. Und dadurch, dass das ja ein Hochbeet ist, wollte ich ja nicht mit irgendwelchen chemischen Mitteln arbeiten oder Plastikfolien. Habe das mal ein bisschen erforscht, wie man denn so Holz konservieren kann. Und da gab es hier diese japanische traditionelle Technik, die heißt Shusugi-bin, meine ich. Ich könnte mich gerne korrigieren, ich weiß nicht genau, das ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall diese traditionelle japanische Technik sorgt dafür, dass wenn ihr die Holzoberfläche verkohlst bzw. flemmst, dass du die versiegelst und konservierst. Und dann schützt du das vor Insekten, vor Fäulnis. Und das kannst du dann in 3 Arbeitsschritten machen. Du kannst es einmal flemmen,
dann abbürsten und dann mit Leinöl nochmal streichen. Und dann hält das 50 Jahre. Und ich wollte ja auch nicht unbedingt irgendwas nehmen, was chemisch ist, weil am Ende des Tages kommt es ja dann doch wieder in den Kreislauf, wenn man das hier alles verzehren will, Gemüse, Salate und alles. Dachte ich, das klingt doch mal nach einer sauberen Lösung. So, ich habe mich mal wieder in meine schicken Streichklamotten geschmissen und streiche jetzt dieses Golfolja oder Leinöl heißt das. Ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Und mir ist es auch eigentlich egal, wie es heißt, weil ich streiche einfach gerne. Egal was. Also klar, ne, mit so Chemiefarbe macht es natürlich nicht so viel Spaß wie so mit so einer Farbe, die einfach nicht chemisch riecht. Und auch dieses Rot, ne, von den schwedischen Häusern, das ist auch so eine schöne Farbe, dieses Faluret. Das rieche ich so gerne und das macht so viel Spaß, das so zu verarbeiten. Das ist jetzt mit diesem Öl hier genauso. Das ist richtig, ja, wenn das so aufgesaugt wird, ist richtig schön irgendwie. Ich streiche sowieso, wie gesagt, ich streiche am allerliebsten. Ich baue nicht so gerne. Frederik baut gerne. Aber Frederik ist auch so ein Typ, der ist so ein Fokustyp. Der kann sich auf eine Sache konzentrieren. Und dann ist er auch voll in seinem Projekt und da kann man ihn auch gar nicht ansprechen. Da ist er einfach richtig, ja, eben voll in diesem Projekt involviert, voll drin und denkt dann nach und rechnet und so, konzentriert sich. Und das macht mir nicht so viel Spaß. Ich mache gern sowas, was so repetitiv, also so wiederholend ist. Das macht mir Spaß. Weil da kann man so nachdenken, kann so ein bisschen, ihr könnt jetzt auch einen Podcast hören oder irgendwas. Das ist so richtig, ja, für mich ist es meditativ. Immer wieder dasselbe machen hier. Man muss sich nicht konzentrieren. Man kann einfach Tagträumen. Das finde ich herrlich. Und das ist auch, ja, also es gibt ja viele Arten von Meditation. Es ist halt eine Typsache, wer sich mit Human Design so ein bisschen beschäftigt. Ich mache das sehr intensiv. Ich habe einen
einen L-Körper. Das bedeutet, ich habe einen aktiven Körper und mein Nervensystem kommt dann zur Ruhe, wenn ich aktiv bin und nicht, wenn ich mich hinsetze. Ich bin ja Yogalehrerin seit über 30 Jahren und habe auch viele Yogalehrer schon ausgebildet und das ist schon immer so gewesen, dass ich auch immer ehrlich damit umgegangen bin, dass ich nicht meditiere. Also nicht im klassischen Sinne wie, ich setze mich hin und komme dann zur Ruhe. Das funktioniert für mich einfach nie. Es hat auch nie funktioniert. Und ich bin so ein Körpertyp, ich muss mich bewegen. Ich gehe entweder stundenlang mit den Hunden raus oder ich mache sowas wie hier. Ich mache was und dann komme ich zur Ruhe. Das ist meine Meditation. Das heißt, das Hochbeet ist jetzt schwarz, knalle schwarz, und ich fand interessant, wenn du Holz verkohlst, dass das schwer entflammbar ist. Ne? Schützt vor Verrottung, schützt vor Befall von irgendwelchen Schädlingen. Und jetzt habe ich Wasserleitung reingelegt von einer Wasserleitung, die ich mal aufgehoben habe. Die hat jetzt nicht so ganz so gut geklappt. Naja, aufgehoben, du hast sie. Ja, ich habe die vom Autowinningszentral, also vom Wertstoffhof hier, habe ich so einen alten Mann da mehr oder weniger beim Wegschmeißen reingegriffen. Brauchst du das denn nicht mehr? Nee, okay, kann ich das haben? Und dann habe ich das Rohr, habe ich den Ralf Damasch gemacht. Wer kennt ihn nicht? Die gute alte Gartensoap-Zeit. Haben wir gerne geguckt. Der hat immer alles aufgehoben und ich habe auch immer alles aufgehoben. Ich weiß auch genau, wo die Sachen immer liegen. Ich sage, irgendwann ist da Verwendung für die Wasserleitung oder für die, ja, die habe ich verbuddelt. Der Wasserhahn tropft. Ist eh nur so ein provisorischer, der wird ja noch ausgetauscht. Aber ich habe gerade was gelernt, und zwar sollte man prüfen, ob das Rohr dicht ist, bevor man es installiert. Und ich glaube, ich habe jetzt den Grund gefunden, warum er das weggeschmissen hat. Wie man sieht, eine Wasserquelle gefunden. Also das heißt, aufbuddeln und nochmal ein Zwischenstück reinsetzen. Also ist das manchmal, ne? Geschwenkten Grau schaut man nicht ins Maul, aber vielleicht sollte man trotzdem nochmal prüfen, was man da mitgenommen hat. Aber halb so wild, müssen wir nochmal ran. Das Hochbeet ist jetzt hier ausgerichtet, richtig schön. Also das schließt dann quasi den Garten ab, weil das also runter geht. Da hat man einen schönen Weg in den Gemüsegarten bald. Da verschiebt sich ja die ganze Erntezeit oder Pflanzzeit in Schweden. Das ist ein ganz kleines oder kurzes Zeitfenster. Wann man loslegen kann, ist viel, viel später, gefühlt 3-4 Wochen. Mhm. Und dann explodiert halt alles. Ne? Dann musst du halt wirklich keine Gemüsesperre haben in der Woche. Ich bin ja mehr so Heinz Strunk-Fan. Fleisch ist mein Gemüse. Aber jetzt haben wir gedacht, komm, machen wir das mal. Bei ein paar Sachen verwenden wir schon fast täglich, so wie Zwiebeln oder rote Beete oder Kräuter und Kohl und sowas, ja. Mal gucken, wie das funktioniert, ob der Kohlweißling hier auch wieder seinen Schindluder treibt und die Ernte zerstört. Naja, ja, sieht ganz gut aus, finde ich. Finde ich auch. Und
Was wir auch gemacht haben, beziehungsweise Frederik war unterwegs und musste unseren Hänger zum TÜV bringen. Und das war auch eine ganz coole Erfahrung, oder? Ja, Besikta heißt das ja hier. In Deutschland Zulassungsstelle kenne ich ja auch. Da sitzt du dann selber in dem Auto und musst dann irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 km/h fahren und Vollbremse machen, gucken, ob die Feder oder die Stütze hinten vom Anhänger hält. Da ist immer so gruselig. Richtig geschmeidig. Da machst du einen Termin, gibst dein Nummernschild ein und hast dann festen Termin, geht das Rolltor auf. 2 junge Leute waren da, richtig Spaß gehabt und in kürzester Zeit haben die da alles gewuppt, dann auf die Bühne und das waren gefühlt 3 Minuten. Dann war ich da durch und dann ging es dann wieder raus. Und dann warst du in Vadstena. Ja, genau. Also ich war bei Besikta, schwedischer TÜV, nicht Zulassungsstelle TÜV, war ich in Motala, das ist ungefähr 50 Minuten von hier entfernt und bei Motala liegt auch Vadstena und Vadstena ist auch ein ganz kleiner Ort am Wettern und da haben wir mal so eine Antikscheune, richtig groß, ausfindig gemacht und da habe ich gedacht, komm, wenn du schon den Hänger dabei hast, einen leeren, fährst du mal rum, guckst, was die da haben. Ja, einmal rumgelaufen, ganz nette Sachen da gehabt, aber jetzt nicht wirklich, also es war jetzt kein Impulskauf dabei, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt haben. Wir hatten mehr so Gartenmöbel gesucht. Alla människor kikade upp mot himlens höjd. En var gick där och solade sig så glad och nöjd. Gubbar och kärringar och ungar till och med. Det tittade så att nacken höll på att gå ur det. Och för att inte ögonen de skulle gå i krav. Men de tittade upp på solen genast så satt glad. Ja men fint. Så här har ni lite som ni ska nu plocka ut? Eller? Ja, precis. Sånt vi var hämtade igår i Småland. Ja, okej. Snyggt. Ja. Kanske skulle ha handskar på det för det kan vara lite under som är... Ja, precis. Ja, det är inte så noga. Då får man måla den själv. Du kan ta med det där om du vill. Ja. Sommarro. Ja. Gysinge. Gysinge, Centrum för byggnadsvård. Det är uppe i norr om Stockholm. Eller också är det en liten sommarstuga med. Ja, visst. Ja. Snyggt, tusen tack. Tack så du ha. Lycka till. Ja, Du är välkommen tillbaka. jättegärna. Ja. Hast. Na, Haargenau. Snyggt, snyggt, snyggt. So, den Vorhang haben wir jetzt erstmal abgemacht. Den haben wir nämlich, der hier, hing ja hier, weil es im Winter, wenn es so kalt war, dass die Kaminluft da in der Küche geblieben ist. Das war immer ganz geschickt, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ja warm. Also kommt das jetzt erstmal weg.
der schöne Schrank kommt jetzt erstmal in die Scheune und entweder verkaufen wir den oder finden irgendwann nochmal einen Platz. Aber unser Haus, Lopez, ja. Unser Haus ist zu klein. Wir finden jetzt aktuell gar keinen Platz mehr für den schönen Schrank. Und das ist ein richtig typischer schwedischer Eckschrank, den irgendwie, man sieht ihn jetzt nicht so ganz gut im Halbschatten, aber den irgendwie jeder gefühlt zweite Haushalt in Schweden hat. Vielleicht habt ihr den sogar auch zu Hause, wenn ihr in Schweden lebt. Und wie sitzt du so auf deiner neuen Bank? Gut? Ergonomisch. Schön mit der Rundung. Wirklich bequem. Buch lesen auf einer Parkbank 2026 erlaubt. Ich mag ja so gebrauchte Möbel. Bin ja gar nicht mehr so ein Freund, so neue Sachen zu kaufen. Finde ja schon schöner, wenn so klassische Möbel hast, die schon eine Geschichte haben, dürfen auch ein bisschen abgenudelt aussehen oder gebraucht aussehen. Kann man ja alles ein bisschen wieder herrichten. Aber das Design von früher spricht mich halt mehr an als diese modernen Möbel, die jetzt qualitativ jetzt auch nicht mehr so gut sind. Ja. Und das war unsere Woche. Und die Vögel zwitschern total schön und die Natur explodiert und es ist einfach gerade richtig schön in Schweden zu sein. Das ist die Belohnung dafür, dass man so lange die Dunkelheit und die Kälte ausgehalten hat, oder? Ja, ist alles auf einmal hier. Das ist echt schön. Auf der Terrasse gelegen, dadurch, dass wir von beiden Seiten so eine provisorisch so Plywoodplatten habe ich ja da erstmal montiert, knallt die Sonne da schön rein und das haben wir so vermisst. Ich glaube, wir hatten 4 oder 5 Monate gefühlt keine richtige Wärme. Und dann haben wir da mal eine Stunde oder so richtig getoastet. Und das sieht man vielleicht auch. Ja. Ist mir auch egal. Ich tank die Sonne auf. Hat so gut getan. Und jetzt scheint es wirklich frostfrei zu sein. Die Tage werden jetzt immer wärmer und richtig hell. Also ich bin heute Morgen um 5 aufgestanden. Da war schon hell. Man braucht viel weniger Schlaf. Und abends ist auch hell, ich glaube bis 9:30 mittlerweile, 9:45. Also richtig schöne Zeit. Macht Laune jetzt ein paar Sachen noch voranzutreiben. Mal gucken, was noch so anliegt. Es gibt genug Projekte. Aber wie gesagt, ich entscheide das immer. Ich weiß morgen nicht, was ich mache. Das muss ich mal gucken, in welche Richtung das Projekt dann geht. Und ich weiß es auch nie, was Frederik macht. Frederik fängt einfach an und dann muss er ja auch noch dran denken, dass er wenigstens ein bisschen filmt für euch, weil manchmal ist er so im Flow, dass er das sogar dann auch vergisst, weil er einfach loslegt und gar nicht weiß, was passiert, ob das jetzt irgendwie für Content für euch irgendwie interessant wäre oder nicht. Aber gut, da gewöhnen wir uns langsam dran, dass wir einfach schon mal immer die Kamera dabei haben. Immer schön gestriegelt auf der Baustelle, die richtigen Schuhe an, ne? Ja, sonst keine Schlappen. So, also, wie beenden wir das jetzt hier? Mir ist nämlich kalt, jetzt kommt wieder kalter Wind. Also, ich glaube, ich muss jetzt rein. Ja. Das sagen wir immer, hey, Taco, hey. Leverpostei. Mhm. Ja. Okay, die Hunde bellen jetzt. Also, tschüss, tschüss.